Hallo meine lieben Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Ersen. Heute nehme ich euch mit zu meinem Zimmer von Panorama Samui Residence. Wir sind gerade angekommen. Ich mache mal jetzt eine kleine Roomtour. So sieht mein Vorgarten, sagen wir mal, aus. Aber das ist nicht das Zimmer, was ich eigentlich haben wollte. Oder was ich haben wollte, was ich gebucht hatte, glaube ich, keine Ahnung. Oder weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber das ist nicht das Zimmer, was es eigentlich sein sollte. Aber nichtsdestotrotz werden wir das Beste daraus machen. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal ins Zimmer rein, in die Wohnung rein, sagen wir mal. Ne? Und dann viel Spaß in diesem Video. Ich setze hier an, nehmen wir mal rein. Zack. Window zu. Hier rein. Die erste Toilette begrüßt uns dann schon mal erstmal hier. Das Licht ist auch ein bisschen sehr dunkel. Ja, die Knöpfe sind auch nicht so, ne? Die sind sehr, wie sagt man, in die Jahre gekommen. Aber okay, kann man jetzt nichts machen. Dann werden wir hier von den Lichtern geführt. Geile Lichter. Also, ja. So sieht dann die Küche aus, wenn man reinkommt. Gleiche Küche. Eine Mikrowelle, eine Kaffeemaschine, Wasserkocher, ein Toaster, ein Herd, ein Ofen, Geschirrspüler. Und das Geile ist natürlich ein riesen Kühlschrank mit einem Gefrierfach und einem normalen Kühlschrank. Was haben wir denn hier drin? Also, okay, die Abstellkammer, glaube ich, das sein. So, natürlich ein Mülleimer darf nicht fehlen. Ein riesen Esstisch, wirklich ein sehr riesen Esstisch. Wie so eine Bar hier, genau. Und dann geht es hier weiter, haben wir hier so einen schönen DJ-Licks auf, mein Freund. So, und dann geht es hier so weiter. Dann haben wir das erste Schlafzimmer hier, was uns hier so schön begrüßt. Mit natürlich einem eigenen Bad, der auch sehr Highlight ist. Wirklich sehr stabil ist. Eine Wanne, die ja sehr gut ist. Ja. Hallo! Kanal schon abonniert? Dusche. So. Hoppa. Da gucken wir nämlich erstmal hin. Das ist erstmal Surprise da hinten. Genau. So, Handtücher. Telefon. Eine JBL-Box zum Musik hören oder zum Anmachen. Genau. Haben wir so eine schöne Sitzecke. Ja. Ist ganz gut. Das ist das zweite Zimmer. Man kann sich, glaube ich, aussuchen. Man kann mir aussuchen, wo ich schlafen will. Zweite Zimmer mit auch einem Fernseher und das ist das gleiche mit der gleichen Toilette und alles. Ja. Ansonsten ist es eigentlich sehr entspannt. Eine entspannte Sache, ehrlich gesagt. Genau. Sollte man nicht, wie das sieht. Ja, genau. Egal. So, meine Freunde, jetzt kommt das Highlight. Wir müssen jetzt ein bisschen höher gehen. Ja, genau. Zack. Ein Esstisch. Und was für eine Aussicht wir hier haben, meine Freunde. Zack. Sieht man noch nicht. Aber jetzt. So. Und da hinten, meine Freunde, ist der Strand. Da werden wir auch heute, glaube ich, eher nicht mehr. Aber die Tage werden wir da auf jeden Fall noch mal hingehen. Das soll zu meinem Garten sein. Eigentlich war das da mein Garten mit meinem Pool und so. Aber okay, egal, kann man jetzt nichts machen. Aber das ist auch ein gutes Zimmer. Und dann haben wir natürlich hier unser Private Pool, der uns hier so begrüßt und sehr nett empfängt, was ich sehr nice finde, wo ich auch gleich jetzt mal reinspringen werde, mich umziehen werde, mich erstmal ankommen lassen werde. Das ist der Garten und hier haben wir so zwei Liegen, genau, wer es braucht, ne, die Liegen, okay, ja, und hier sind echt sehr viele Moskitos. Also ich hoffe, ich werde hier nicht zerstochen. Das wird nicht gut. Ich muss mich gleich hier mit Mückenspray einsprühen.
was ich glaube ich hoffentlich dabei habe. Wenn nicht, dann muss ich sofort jetzt was holen gehen. Ansonsten war es das erstmal. Nicht wahr? Ich gehe jetzt erstmal in den Pool rein oder gehe erstmal zu 7-Eleven, kaufe was ein und danach sehen wir uns wieder. Ups, wo seid ihr? Da seid ihr. Danach sehen wir uns wieder und hier kann man sich eigentlich schön hinsetzen. Werden wir sehen, was wir hier machen. Dann sehen wir uns wieder. Genau, dann sehen wir uns wieder. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht oben in den Pool gehen oder ob was wir machen. Und lass uns mal überraschen. Wir sind jetzt gerade erst gekommen. Wir haben auch 7 Tage, um alles hier noch zu recherchieren, nachzugucken und machen und zu tun. In dem Sinne, bis nachher.